Ermittlung von zwei Thiel-Small-Parametern anhand von elektrischen Messungen an einem dynamischen Lautsprecher. Herr Thiel und Herr Small haben in den 1960er Jahren einige Parameter definiert, mit denen sich dynamische Lautsprecher gut beschreiben lassen. Das Besondere daran ist, dass man durch rein elektrische Messungen an den Anschlüssen des Lautsprechers viele Informationen erhält, ohne ein Mikrofon zu benutzen. Es gibt insgesamt ca. 14 Thiel-Small-Parameter, von denen hier jedoch nur 2 bzw. 3 ermittelt werden. Zuerst etwas zu dem grundsätzlichen Aufbau von dynamischen Lautsprechern. Die Grundelemente eines dynamischen Lautsprechers sind eine Spule, die sich in dem Luftspalt eines Magneten befindet. Die Spule ist an einer Membran befestigt, die sich relativ frei in einer Achse bewegen kann. Die Membran ist über eine Feder, hier dieses gelbe Material, mit dem Gehäuse verbunden. An der Vorderseite ist die Membran mittels einer Dichtung aus Gummi oder Schaumstoff abgedichtet. Das mechanische Ersatzschallbild eines Lautsprechers sieht folgendermaßen aus. Alle Bauteile, die direkt an der Membran befestigt sind, entsprechen einer Masse, welche mit einer Feder, das gelbe Material, mit einem unbeweglichen Festkörper verbunden ist. Diese Anordnung besitzt eine Resonanzfrequenz. Das heißt, wenn man es anstößt, schwingt es mit einer bestimmten Frequenz immer weiter. Die Resonanzfrequenz ist der wichtigste Thiel-Small-Parameter eines Lautsprechers. In der Realität schwingt das System nicht endlos weiter, sondern durch innere Reibung und den Luftwiderstand wird die Schwingungsamplitude immer kleiner. Diesen Bremsvorgang kann man in dem Ersatzschallbild durch einen Widerstand ergänzen. Die Stärke des Widerstands bestimmt, wie lange der Schwingkreis weiterschwingt, bis er zum Stillstand gekommen ist. Bei Schwingkreisen wird die Qualität der Schwingung mit dem Parameter Güte angegeben. Das heißt, bei einer hohen Güte schwingt die Anordnung sehr lange weiter, bei einer kleinen Güte kommt sie sehr schnell zum Stillstand. Die Güte hat keine Einheit, bei hochwertigen Lautsprechern liegt der Wert um 0,5. Bei Lautsprechern spricht man beim Gütewert auch von der Gesamtgüte, die mit dem Formelzeichen QTS bezeichnet wird. Der Bremswiderstand des Ersatzschallbildes kann bei einem Lautsprecher in 2 Teile zerlegt werden. Der Widerstand der mechanischen Dämpfung, der sich aus der inneren Reibung und dem Luftwiderstand zusammensetzt, und der Widerstand der elektrischen Dämpfung, der sich aus der angesteuerten Spule zusammen mit dem Magnet ergibt. Der Wert der mechanischen Dämpfung wird ausgedrückt durch die mechanische Güte, QMS. Der Wert der elektrischen Dämpfung wird ausgedrückt durch die elektrische Güte, QES. Mit den beiden Werten der mechanischen und elektrischen Güte kann über diese Formel die Gesamtgüte QTS errechnet werden. In dem mechanischen Ersatzschallbild sind die beiden Widerstände parallel geschaltet. Die Formel entspricht deshalb genau wie in der Elektrotechnik der Parallelschaltung von 2 Widerständen. Bei der nächsten Betrachtung wird der Lautsprecher als Blackbox betrachtet und man blickt nur in die elektrischen Anschlussklemmen hinein. Wenn man hinter den elektrischen Anschlüssen eine rein elektrische Schaltung vermuten würde, würde man zu folgendem Ergebnis kommen. Als erstes findet man die Induktivität der Schwingspule des Lautsprechers, die ja wirklich ein elektrisches Bauelement darstellt. Als zweites den Gleichstromwiderstand des Drahtes der Spule. Auch das ist wirklich elektrisch vorhanden. Die anderen 3 Bauteile spiegeln die Mechanik des Lautsprechers wider, die aus elektrischer Sicht aussehen wie ein Widerstand, eine Spule und ein Kondensator. Das entspricht einem Parallelschwingkreis. Wenn man den Impedanzfrequenzgang der vorherigen Schaltung ermittelt, kommt folgendes Ergebnis raus. Alle dynamischen Lautsprecher haben typischerweise solch eine Impedanzkurve. Auf der X-Achse ist hier die Frequenz aufgetragen mit logarithmischer Skalenteilung. Die Y-Achse repräsentiert den Wechselstromwiderstand der jeweiligen Frequenz. Bei der Resonanzfrequenz des Lautsprechers Fs hat die Impedanzkurve ein Maximum, den Resonanzwiderstand, auch Zmax genannt. Dann gibt es noch per Definition die beiden Frequenzen F1 und F2.
Das sind die Frequenzen, bei der der Wert Zmax um 3 dB abgefallen ist. Zuletzt noch der Gleichstromwiderstand, den man hier nicht eintragen kann, da es auf der logarithmischen Frequenzachse 0 Hz nicht gibt. Man kann ihn dennoch ablesen, da er meistens auch als tiefster Punkt der Resonanzkurve abgebildet wird. Per Definition wird die Impedanz eines Lautsprechers bei 1 kHz angegeben. Hier entspricht das einem Wert von ca. 8 Ohm. Der Anstieg der Impedanzkurve am oberen Ende der Frequenzachse wird durch die Induktivität der Schwingspule hervorgerufen. Wir benötigen jetzt die 5 Werte aus der Impedanzkurve. Das sind Fs, Zmax, F1 und F2 und RDC. Damit man diese Werte messtechnisch ermitteln kann, wird dafür eine Wechselstromwiderstandsmessung benötigt. Da man Wechselstromwiderstandsmessgeräte für gewöhnlich nicht zur Verfügung hat, ist folgendes Vorgehen hilfreich. Für eine lineare Widerstandsmessung benötigt man eine Stromquelle. In diesem Fall eine Wechselstromquelle. Der zur Verfügung stehende Funktionsgenerator liefert eine Ausgangsspannung. Um die Spannungsquelle in eine Stromquelle zu verwandeln, wird ein 1 Kiloohm Widerstand in Reihe geschaltet. Da die Impedanz des Lautsprechers einige 10 Ohm beträgt, ist der 1 Kiloohm Widerstand deutlich größer als der Lautsprecherwiderstand. Das entspricht ungefähr den Kriterien einer Stromquelle. Wenn man bei der Spannungsquelle jetzt eine Spannung von 1 Volt einstellt, fließt ungefähr ein Strom von 1 mA. Wenn das angeschlossene Spannungsmessgerät jetzt in Millivolt anzeigt, kürzen sich die beiden Millis weg und das Spannungsmessgerät zeigt direkt den Wechselstromwiderstand in Ohm an. Wenn man mit der vorherigen Messschaltung die Resonanzfrequenz und Zmax ermittelt hat, kann man mit folgender Formel den Impedanzwert Z12 errechnen. Danach muss man die Frequenzen F1 und F2 auf der Impedanzkurve suchen. Zur Kontrolle kann man noch überprüfen, ob diese Bedingung erfüllt ist. Den Gleichstromwiderstand kann man mit einem gewöhnlichen Ohmmeter ermitteln. Jetzt sind alle Werte zusammen und man kann mit dieser Formel die mechanische Güte ausrechnen und mit dieser die elektrische Güte. Zum Schluss landet man dann mit der Parallelschaltung der beiden Formeln bei der Gesamtgüte QTS.